ist Sommer 2022. Ich packe meine Sachen und mache mich auf die Reise. Eine wichtige Reise. Eine, die mir helfen soll, Klarheit über meine berufliche Zukunft zu erlangen. Denn es liegen gravierende Änderungen in meinem Leben in der Luft. Die letzten 20 Jahre habe ich mit Leib und Seele und mit vielen großartigen Menschen in der IT-Branche gearbeitet. Keine Sekunde davon möchte ich missen. Und dennoch ist mir total klar, dass es jetzt an der Zeit ist, mich meiner zweiten Leidenschaft zu widmen, den Schutz von Mutter Erde. Allerdings weiß ich noch nicht so genau, wie das aussehen wird. Also, ab vor die Tür und in Richtung Alpen. Die Berge sollen eine großartige Kulisse bieten, meine Gedanken zu sortieren. Fehlt nur noch der passende Soundtrack für diese längere Reise. Mental stelle ich mich vor meinen Plattenschrank und erinnere mich an die Bands und die Alben, die mein Leben in den letzten 30 bis 40 Jahren begleitet und stark geprägt haben. Da müsste schon etwas Passendes dabei sein. Zum Beispiel die Iron Maiden oder Pink Floyd Diskografie könnte ich komplett durchhören. Ein durchaus verlockender Gedanke, aber irgendwie ist mir gerade eher nach einer gut erzählten Geschichte. Ich erinnere mich daran, dass mich 2019 der sensationell gute BBC-Podcast 13 Minutes to the Moon total beeindruckt hat. Dieser erschien anlässlich des 50. Jahrestags der Mondlandung 1969. In 12 Folgen wird die Geschichte der letzten Minuten vor der ersten Mondlandung erzählt. Das klingt vielleicht nicht nach einem abendfüllenden Programm, aber tatsächlich ist in dieser kurzen Zeit viel und teils Dramatisches passiert. Kevin Fong, der Macher des Podcasts, erzählt unfassbar mitreißend, was sich in den letzten 13 Minuten in der Mondlandefähre ereignete. Dafür nutzt er Original-Tonaufnahmen und Interviews mit Zeitzeugen. Darüber hinaus gibt er Kontext über das gesamte Apollo-Programm, die angespannte weltpolitische Lage und die Stimmung in der amerikanischen Gesellschaft der späten 60er Jahre. Abgerundet und eingebettet werden diese Geschichten in die Musik von dem weltbekannten Hollywood-Filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Diese trägt wesentlich dazu bei, dass das Hören zu einem epischen Erlebnis wird. Also, klare Sache. 13 Minutes to the Moon soll mich auf meinem Weg durch die Berge begleiten. Am Rande der Alpen starte ich meinen Podcast-Marathon. Schlagartig zieht mich die Geschichte wieder in ihren Bann. Und dann, manchmal, als hätte jemand ein Drehbuch für meine Fahrten durch die Berge geschrieben, taucht hinter der nächsten Serpentine wieder ein 3000er auf und die Titelmusik sorgt passend dazu für wahre Gänsehautmomente. I'm Kevin Fong and from the BBC World Service this is 13 Minutes to the Moon. Episode 6 Saving 1968. Diese Episode 6 ist sprichwörtlich eine Sternstunde des Podcasts. In dieser Folge wird die Geschichte der Apollo 8 Mission erzählt. Im Dezember 1968, ein gutes halbes Jahr vor der ersten Mondlandung von Apollo 11, verließen Menschen in einem Raumschiff das erste Mal die Erdumlaufbahn und machten sich auf den Weg zum Mond. Die 3 Astronauten Anders, Borman und Lovell hatten den Auftrag, den Mond zu umrunden und zu kartografieren. Eine wichtige Voraussetzung, um für die spätere Mondlandung im Folgejahr einen geeigneten Landeplatz zu finden. Die Astronauten sollten so viele Fotos wie möglich vom Mond machen, und zwar nur vom Mond. Einer der Schlüsselmomente der Mission fand am Heiligen Abend 1968 statt. Es ist mir vollkommen unmöglich, mich der Faszination dieser Erzählung zu entziehen. Then, on their third orbit around the moon, they saw something that took their breath away. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, isn't that pretty? They saw the Earth.
a burst of colour rising above the desolate lunar surface. And 50 years later, you can still hear the awe in Jim Lovell's voice. I started to think, wow, that's home. And as we came around farther, I could go to the window and put up my thumb, and I could completely hide the Earth behind my thumb. You have to think about that. Over 5 billion people. Everything I ever knew, I could hide behind my thumb. As I looked at the Earth, I said, wait, it's just a small body, a small planet, just one of 9 in our solar system. The Earth is a mere speck in our Milky Way galaxy, and it's lost to oblivion in the universe. It starts to make you think your position in the whole universe. On board the spacecraft, the astronauts scrambled around for a camera. Photography was supposed to be Bill Anders' responsibility, but Jim Lovell pulled rank. He was trying to do it on the right window. The composition was horrible. On my left window, with the lunar horizon coming down like this and the Earth coming up like this, perfect. Bill, I got it framed. It's very clear right here. Got it? Yep. Take several of them. Here, give me let's get the right setting here. Calm down, Lovell. Oh, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. So I brought Bill over with his camera, told him how to compose the picture. 250 at F11. And then said, now push that button right over there. It's the photograph we've come to know as Earthrise, one of the most famous pictures ever taken. It shows our Earth as a brilliant but small, blue, fragile marble, alone in the vastness of space. It changed the way we saw our home forever and helped us understand our role as custodians of this planet. Dieses ikonische Bild des Erdaufgangs weckt eine neue Wertschätzung für die Schönheit, aber auch die Zerbrechlichkeit unseres Planeten. Es zählt zu den bekanntesten Bildern des 20. Jahrhunderts. Seine Wirkung war so groß, dass es als Auslöser für die Gründung der ersten Umweltbewegungen gilt, die sich in den späten 60er und frühen 70er Jahren formierten. Selbst ohne Earthrise wäre die Apollo-8-Mission eine sehr erfolgreiche gewesen. Schließlich hatte die NASA die Wahrscheinlichkeit, dass die Astronauten lebend zur Erde zurückkehren würden, auf maximal 50% eingeschätzt. Das Foto Earthrise machte aus dieser Mission eine ikonische. Eine, die uns auch nach 50 Jahren noch bewegt. Möglich wurde die Aufnahme, weil die Astronauten für einen kurzen Augenblick den eigentlichen Auftrag, ausschließlich Bilder vom Mond zu machen, ignoriert hatten. Die komplette Tonaufnahme aus dem Raumschiff belegt, dass die Astronauten tatsächlich einen kurzen Augenblick zuhörten, bevor sie dann doch eilig einen Farbfilm in die Kamera legten. Eine inspirierende Mission hatte Hunderttausende Menschen dazu motiviert, ein Raumschiff bis zum Mond zu befördern. Teamgeist und die Fähigkeit, blitzschnell zu entscheiden, vom Plan abzuweichen, um genau diesen Moment festzuhalten, ließ ein Meisterwerk entstehen. Und nicht nur das, die Astronauten kehrten mit folgender Erkenntnis zurück, die William Anders später so in Worte fasste. Wir sind den ganzen Weg hierher gekommen, um den Mond zu erforschen. Und das Wichtigste ist, dass wir die Erde entdeckt haben. Als leidenschaftlicher Amateurfotograf weiß ich um die Bedeutung des Satzes, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und doch habe ich nur beim Hören dieser Geschichte tausende Bilder im Kopf. Eine großartig erzählte Geschichte ist einfach unbezahlbar. Noch während sie den Mond umrundeten, konnten die Apollo-8-Astronauten ihre überwältigende Erfahrung in folgende Worte fassen. It makes you realize just what you have back there on Earth. The Earth from here is a grand oasis of the big vastness of space. Diese wundervolle Oase in der Unermesslichkeit des Weltraums gilt es zu schützen. Das ist mir nach meiner Rückkehr von meiner Reise noch viel klarer geworden. Wir können nicht jeden Menschen zum Mond schicken, um ähnlich überwältigende Erfahrungen wie die Apollo-Astronauten zu machen. Ich denke aber, dass gute Geschichten Kräfte in unserem Inneren aktivieren können,
die wir im Außen so dringend für den Schutz unserer Welt benötigen. Auf diesem YouTube-Kanal geht es nun los, mit der Suche und dem Finden von berührenden und schönen Geschichten über unsere Welt, von der wir nur diese eine haben.